Hallo Leute, es ist wieder ein Monat rum und hier kommt das 11 Monate Update mit meiner schicken Zahnspange. Der Monat war recht turbulent. Also Kopfschmerzen und sowas hatte ich nicht, aber ich habe einen Fehler gemacht. Ja, ich weiß nicht, ob es ohne diesen Fehler auch passiert wäre. Wahrscheinlich schon irgendwann, aber ja, egal. Er hatte ja das letzte Mal erzählt, dass er diesmal die hinteren Aufbauten wegmacht und die Sechser nach vorne holt. Und dann so eine Woche ungefähr vor dem Termin, vor dem letzten, hatte ich wieder so, da noch so einen kleinen Kontakt, wo ich dachte, na, da schleife ich noch ein bisschen. Und als ich so mal beim Schleifen war, dachte ich mir, naja, die hinteren Aufbauten, wenn er die in einer Woche wegnimmt, kann ich ja schon mal ein bisschen runterfeilen. Ja, das war nicht so eine gute Idee. Weil dadurch ist mein Unterkiefer irgendwie noch ein Stückchen näher hier rangekommen. Also, und dann hat hinten, auf der Seite habe ich ja noch den Weisheitszahn oben, dann hat sich hinten die Schleimhaut, die Wangenschleimhaut zwischen Weisheitszahn und Unterkiefer so eingeklemmt und das hat sich voll entzündet. Und es hat ein paar Tage gedauert. Dann, naja, es war nicht richtig gut. Also ich konnte kaum den Mund richtig aufmachen und hier war der Lymphknoten dick und oh, es war, also ich konnte auch nicht richtig essen auf der Seite, weil immer wenn das Essen da dran gekommen ist, hat es wehgetan. Dann dachte ich mir, na gut, ist ja jetzt in einer Woche der Termin, also ist ja jetzt gleich der Termin und dann mal gucken, was er dann sich ausdenkt und dann wird vielleicht alles besser oder keine Ahnung, was ich mir vorgestellt habe. Jedenfalls kam dann der Termin und er hatte wieder einen ganz anderen Plan. Also es ist mir schon öfters passiert. Ich glaube, dass wenn man da ist und er dann sagt, was er das nächste Mal machen wird, dann sagt er das so aus dem Blauen raus, so über den Daumen. Und dann, bevor man dann zum nächsten Termin kommt, glaube ich, guckt er sich alles nochmal an in seinen Unterlagen und überlegt schon mal vorher, was er machen wird. Und ich glaube, das hat er diesmal auch gemacht. Finde ich eigentlich gut, ne? Also ist gut, dass er nicht einfach nur so, jetzt machen wir mal das, sondern dass er sich Gedanken macht. Aber dadurch kam halt was ganz anderes, als was ich erwartet habe. Also die hinteren Aufbauten sind immer noch da. Und da. Er hat diesmal auch nicht die Sechser schon vorgeholt, wie er das letzte Mal gesagt hatte, sondern er meinte diesmal, wir müssen es erstmal stabilisieren, das Ganze, damit nicht nachher, wenn wir die Sechser nach vorne ziehen, statt dass die Sechser nach vorne kommen, die anderen Zähne nach hinten wandern. Ist ja auch völlig logisch für mich. Also habe ich jetzt also es gibt mehrere Stärken von diesen Bögen. Und das ist jetzt die vorletzte Stärke. Also die werden immer starrer. Die ersten sind biegsamer und dann werden die immer starrer, um das halt zu stabilisieren, dass es dann tatsächlich in der Position, wie es sein soll, so sich stabilisiert. Also habe ich jetzt den vorletzten Draht drin quasi, der starrer ist als der letzte. Und ich habe auch keine Gummikette jetzt. Und die Sechser sitzen immer noch da, wo sie sitzen. Dafür hat er jetzt hier so einen Stop-Lock. Also das ist da kann man so eine kleine Schraube, die kommt direkt an den Zahn, wird festgeschraubt an diesem Draht hier und dadurch wird der Zahn da fixiert in dieser Position und kann nicht sich nach hinten bewegen. Und jetzt sind also alle die bis zum Fünfer hinten fixiert in dieser Position und sollen sich da stabilisieren. Die Fünfer, die waren recht schwierig da rein zu klipsen, also die standen noch ein bisschen weiter drin, als dieser Bogen vorgibt. Aber es hat gepasst dann irgendwie mit Hängen und Würgen und Eisspray. Mit Eisspray kann man irgendwie diesen Bogen ein bisschen nachgiebig machen, sodass es dann doch geklappt hat, die einzuklipsen. Im Unterkiefer hier ist schon der vorletzte Draht drin. Da wollten sie den härtesten reinmachen, aber das ging gar nicht. Einer war da eingeklipst und dann haben sie versucht, die anderen einzuklipsen und das ging überhaupt nicht. Und das war eine Tortur. Und als ich von diesem Besuch kam, war mein Mund total wund. Und das auch noch einige Tage danach. Also da hatte ich nicht nur das, sondern dann war es Innenwund und die Zunge oben und unten und es war alles. Und es hat eine ganze Weile gedauert, bis sich das wieder beruhigt hat.
Also man fühlt sich richtig miserabel, wenn im Mund alles wund ist. Ne? Hab ich dann halt so Zeugs drauf geschmiert, Chemistat und irgend so ein Myrrhe hat mir unsere Mitbewohnerin gegeben. Das hat mir über die schlimmsten Tage drüber weggeholfen. Aber schön war das nicht. Ich habe das schon öfters beobachtet, jetzt, dass es immer so Phasen gibt, wo es alles ein bisschen mehr zur Entzündung neigt. So ein paar Tage immer und dann ist wieder wochenlang Ruhe. Und dann kommt das wieder. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt getriggert war durch das da hinten, dass ich das auch noch und dann durch diesen Besuch, dass der durch diese Versuche, das einzuklipsen, da sich alles irgendwie. Aber das war nicht toll. Ja, also das nächste Mal blüht mir das wahrscheinlich wieder, der Versuch, diesen härteren Draht da unten reinzukriegen. Ja, und ich hoffe, dass es das nächste Mal dann tatsächlich soweit ist, dass die Sechser nach vorne geholt worden, also mit Gummiketten dann nach vorne gezogen. Und dann soll auch dieser Draht da oben raus. Interessanterweise, dieser Draht hier oben, der hat seine Position ein bisschen verändert, obwohl eigentlich die Sechser ihre Position wohl angeblich nicht verändert haben. Also ich habe das Gefühl, dass der mehr nach oben und vorne gekommen ist. Also, aber nur so ein Tick, aber ich weiß auch nicht. Ich kapiere nicht so ganz, wie er das alles macht. Müsste ich ihn mal fragen, aber dann ist immer so wenig Zeit und naja. Also zum Beispiel war ja hier eine ziemlich große Lücke im Vergleich zu hier. Aber es ist jetzt schon viel weniger geworden. Also, dann sieht es natürlich immer noch aus. Ich fand, das war am Anfang mehr. Aber wie er das schafft, das auszugleichen, dass die hier weiter runterkommen und wie das diese Bögen machen, naja, vielleicht schaffe ich es doch noch mal hinzufragen, irgendwie so mal zwischendurch. Ja, also der letzte Termin ist jetzt über eine Woche her und es hat sich jetzt alles wieder beruhigt und das Essen funktioniert auch wieder gut und alles gut. Hier drüben hatte ich mal wieder so das Gefühl, das habe ich immer noch so ein bisschen, ich habe das schon rumgeschliffen, aber jetzt ist es eigentlich wieder ganz okay. Ich will auch nicht zu viel schleifen. Nicht, dass ich irgendwas kaputt mache oder irgendwas. Also, weil zum Beispiel die Schneidezähne hier vorne ziemlich dicht auf den Brackets da drüber sind. Die sollen ja da nicht drauf beißen. Deswegen höre ich jetzt lieber erstmal auf und warte mal den nächsten Termin ab und dann wird alles besser. Ich hoffe immer auf den nächsten Termin, da wird alles besser. Oh, letzte Mal, ihr hättet mein Gesicht sehen müssen, als er dann meinte, nee, heute holen wir die Sechser nicht vor. Ich hatte so drauf gehofft, weil dann ja der Druck hier hinten, wo der Weisheitszahn gegen den Unterkiefer drückt. Sobald halt die Sechser nach vorne kommen halt die dahinter auch nach vorne und dann hört das ja von alleine auf. Obwohl er dann sagte, nee, heute nicht. Oh, ich hatte so gefiebert auf diesen Tag, weil es ja so entzündet wurde. Aber er meinte dann, ja, das beruhigt sich wieder. Das hat sich auch wieder beruhigt. Aber ich merke es immer noch, wenn ich den Mund aufmache, so ein bisschen, dass da der Weisheitszahn im Weg ist. Und es noch ein bisschen so umgereizt ist. Aber es ist ganz dezent nur. Ich kann schmerzfrei essen und es ist schmerzfrei eigentlich. Ja, sonst, das war mein Monat. Nicht schön, aber ich habe überlebt. Und jetzt wird es besser. Es wird alles nur besser. Ja, aber ich merke, dass meine Körperhaltung eben richtig gut geworden ist. Also so Verspannung, Nackenverspannung, sowas habe ich überhaupt nicht mehr. Das ist alles. Und ich habe auch automatisch die Körperhaltung, die ich mir immer gewünscht habe. Sonst, wenn ich so meinen Körperhaltungscheck gemacht habe, dann hing ich dann immer so da und dachte, oh Mist. Und beim nächsten Check war ich trotzdem wieder so, also es hat nicht funktioniert. Aber jetzt, wenn ich meinen Körperhaltungscheck mache, denke ich mir, sehr schön. Also es ist cool, wie das so automatisch damit kommt. Ja, das war eigentlich schon alles, was ich euch zu diesem Monat erzählen wollte. Und nächsten Monat ist dann schon ein Jahrespremiere mit meiner Zahnspange. Ich vermute mal, er wird mir mit demnächst wieder eine Zahnreinigung diskutieren wollen. Deswegen habe ich schon in weiser Voraussicht das letzte Mal die Zahnarzthelferin den Zahnstein hier unten wegmachen lassen, weil da ist ja halt immer Zahnstein wegen der Ausführungsgänge der Speicheldrüsen. Logisch. Ja, vielleicht kommt er da nicht so schnell auf die Idee. Aber wo die Brackets den Bogen festklammern, da setzt sich immer der Zahnstein rein. Und dann sind diese Fenster schwer zu öffnen. Und dann kommt er auch wieder auf die Idee mit Zahnreinigung. Ja. Zahnfleisch ist jetzt hier ein bisschen entzündet an manchen Stellen. Nicht wegen Zahnstein.
Nee, ich denke mal, weil an den Zähnen, die mehr bewegt worden sind, das ist ja normal, dann, dass der Zahnhalteapparat dann protestiert. Ja, aber das beruhigt sich auch wieder. Na, mal gucken. Also wenn er Zahnreinigung zu meinen Bedingungen macht, dann mache ich ja mit, ne? Er darf mir nicht da hinten hinter den Weisheitszähnen die Taschen ausputzen und noch so ein paar andere Sachen. Aber die möchten ja gern das volle Programm fahren und da so Individualbehandlung ist dann immer schwierig. Muss man das ein bisschen aushandeln. Nein, ich will kein Fluorid. Nein, ich will dies nicht. Aber das muss sein. Nein, ich will es aber nicht. Ah, ja. Naja, alles wird gut. Wir sind auf dem richtigen Weg. Jo, bis dann. Tschüss.